Herzlich willkommen zu dem 4. Teil von Build a Business. In diesem Teil zeige ich dir nun endlich, wie du deine PSD-Datei als JPEG speicherst, auf deinem Computer speicherst und dann auch in dein Mockup bekommst. Wir können dann auch nochmal eben eine andere Größe erstellen. Dann hast du schon mal alles Wissen eigentlich, was du benötigst, um deinen Shop aufzubauen. Wir sind noch nicht fertig. Nein, das ist ja erst der 4. Teil unserer Serie. Aber wir kommen dahin, ne? Und wenn du immer schön mitmachst, sag ich jetzt mal, dann hast du mit Teil 8 deinen Shop stehen und nicht zu vergessen, du hast auch schon etliche Produkte, die du von Woche zu Woche natürlich machen kannst, ne? Also du musst nicht auf das nächste Video warten, du kannst schon mal richtig viel tun in der Woche und kannst deine ersten Produkte erstellen. Jetzt gehen wir in den Rechner und ich zeige dir einmal, wie es weitergeht. Okay, ich habe jetzt hier einmal die PSD-Dateien, die ich im 3. Teil unserer Serie erstellt habe. Und die exportiere ich jetzt als PNG. PSD, das hatten wir ja mal, ich verlinke das Video hier wieder, verschiedenen Ebenen in Photoshop, die brauchen wir natürlich nicht mehr hinterher, den geben wir auch unserem Kunden nicht, der möchte lieber ein JPEG haben oder ein PDF, was er mal eben schnell ausdrucken kann. Und das mache ich jetzt hier, ich exportiere mein Bild und gehe unter Datei, exportieren als und oder exportieren und dann exportieren als und speichere das als JPEG ab. Hier ist jetzt ein PNG voreingestellt mit einer Transparenz, brauchen wir natürlich im Moment beides nicht, deswegen stelle ich hier um auf JPEG, sehe wieder zu, dass hier die volle Größe, die ist einfach aus dem Bild genommen und dann speichere ich das auf meinem Computer. Das Schöne ist, es wird jetzt direkt der Name genommen, den ich vorher schon vergeben hatte. Ja, mache das jetzt hier auf den Schreibtisch, einmal sichern und jetzt dasselbe mache ich jetzt hier nochmal mit dem ersten Teil, also Datei exportieren und dann exportieren als und gehe dann wieder hier, ist JPEG, Qualität gut. Ich kann natürlich auch noch Qualität sehr gut machen. Man sieht kaum einen Unterschied, deswegen macht man das in der Regel nicht, aber ich kann es ja hier nochmal einmal, machen wir großartig, ne? Warum denn nicht? Wir haben es ja, also den Speicher, die Datei. Also, exportieren. Der Name ist schon wieder drin, dank der PSD-Datei, die benannt wurde. Und jetzt haben wir das. Jetzt kann ich die beiden hier schließen. Die habe ich ja schon gespeichert als PSD, deswegen brauche ich das jetzt nicht nochmal tun. Und habe die schon auf meinem Rechner, die können wir gleich weiter bearbeiten. Was ich jetzt mache, ich hole mir die JPEG-Dateien hier rein und natürlich mein Mockup. Jetzt ist dieses Set hier, dieses Mockup-Set, etwas anders als die normalerweise sind. Normalerweise öffnest du deine PSD-Datei in Photoshop und hast dann hier ein sogenanntes Smart Object. Dann doppelklickst da drauf, es öffnet sich ein weiteres Fenster, du ziehst dein Bild rein, machst es zu, speicherst es und hast dein Bild da drin. Das ist jetzt hier ein bisschen anders. Deswegen, also nicht verunsichern lassen, es kann im nächsten Mockup, was du benutzt, komplett anders sein. Da ist meistens eine Anleitung bei, wie das Ganze gehandhabt wird, aber im Großen und Ganzen, das ist jetzt hier die schwierige Version eigentlich. Deswegen machen wir die jetzt einmal. Ich mache das jetzt hier einmal klein und ziehe mir das Bild hier rein. Und jetzt brauche ich natürlich noch meine JPEGs oder zumindest eins erst einmal. Gehe auf meinen Schreibtisch und nehme hier die JPEG-Datei von dem ersten Teil, also von dem ersten Bild. So, die muss jetzt hier rein. Jetzt ist das natürlich erstmal viel zu groß. Ne? Wir zoomen jetzt hier rein, damit man das richtig gut sehen kann. Mit dem Navigator, wenn der hier bei dir nicht angezeigt wird, gehst du einfach auf Fenster und Navigator und öffnest das damit. Und dann kann ich hier schön reinzoomen. Ja. Und man kann das wesentlich besser sehen. Vielleicht geht es auch noch ein bisschen mehr. Ja, ist ein bisschen viel. So, jetzt habe ich hier wieder 2 Ebenen. Die Ebene mit meinem Bild, die muss ich natürlich jetzt bearbeiten. Mache ich Command T, um das zu bearbeiten und mache das erstmal viel kleiner. Weil das muss natürlich jetzt hier angepasst in mein Bild rein. Wie gesagt, das ist nicht der Idealfall, wie ein Mockup auszusehen hat. Aber gut, wir arbeiten jetzt einmal mit dem, was wir hier haben. Die Frage ist jetzt, soll es ein Passepartout haben oder soll es das nicht haben? Dementsprechend würde ich es dann einfach ein bisschen kleiner machen. Was ich auch noch machen kann, ich kann hier das feststellen. Das mache ich jetzt auch einmal. Gehe nochmal auf Abbrechen, mache nochmal Command T
Und stelle das jetzt hier fest, sodass die Proportion immer erhalten bleibt. Ja, das habe ich gerade nicht gemacht. Geht auch, ne? Dann muss ich eben gucken, was ich hier anpasse. Aber na, so ist es eigentlich angenehmer. Jetzt siehst du, was passiert. Die Proportion passt nicht richtig. Ne? Also, was ich jetzt machen kann, ist, ich kann das hier wieder losmachen. Und dann kann ich das hier anpassen. Je nachdem, wo ich das jetzt hinhaben möchte. Ne? Aber du siehst, jetzt ist oben und unten ein bisschen weniger Platz als rechts und links. Deswegen, ja, wer es mag. Also, ich mache es jetzt mal raus und passe das hier so an, wie ich das haben möchte. Das funktioniert auch. Als Bild ist das ganz prima. Ich mache es jetzt auch ohne Passepartout. Ja, kann man auch vielleicht beide Variationen machen. Ich wollte dir nur einmal zeigen, wie es geht. Du setzt das im Prinzip hier in deinen Rahmen rein und dann war es das auch schon. Ne? Dann hast du im Prinzip dein Passepartout fertig. Ja. Jetzt brauchen wir noch das zweite Bild, was ich hier auf dem Schreibtisch liegen habe. Das zweite JPEG. Ziehe das wieder hier rein und dasselbe Spiel nochmal reinziehen. Command-T. Erst einmal mit Schalter, mit Feststellen kleiner machen und später mache ich das wieder raus. Aber damit sich das nicht so groß verzerrt, ne, ist das schon ganz angenehm. Also erstmal hier soweit anpassen. Jetzt nehme ich es raus und passe den Rest auch noch an. Jetzt kann ich schon beurteilen, wie sieht das aus? Passt das da überhaupt rein? Ne? Also sieht jetzt nicht zu schlecht aus. Ne? Vielleicht kann man da noch, vielleicht kann man den Blau noch, also ich würde jetzt das Blau noch ändern. Aber gut. Du kriegst erstmal die Idee, wie das Ganze funktioniert und das ist jetzt gerade wichtig. Und das wäre jetzt hier mein Vorschaubild, mein erstes Vorschaubild für mein Produkt. So einfach ist das gemacht, ja. Gar nicht schwer. Und jetzt will ich dir auch nicht vorenthalten, wie man das Ganze nochmal kleiner macht, um andere Größen anbieten zu können. Ich speichere das jetzt einmal ab. Also ich kann das jetzt einmal als PSD abspeichern, weil ich das ja jetzt hier angepasst habe. Mache ich jetzt auch. Und dann nochmal als JPEG. Dazu gehe ich einmal Datei, Speichern unter. Schaue, dass das hier ein PSD ist. Und pack das nicht in den Ordner, sondern einfach auf meinen Schreibtisch. Und danach exportiere ich das, genau wie wir es gerade gemacht haben, exportieren und dann exportieren nochmal als JPEG für Etsy später. Und Etsy braucht das nur in 2000 x 2000. Deswegen mache ich das hier schon mal kleiner. Also, ja, das skaliert das auch ganz alleine runter. Hier haben wir 50% und dann mache ich exportieren und speichere das ebenfalls auf meinem Schreibtisch. Wenn mir das irgendwann nicht gefällt oder ich das größer haben möchte, kann ich die PSD-Datei nutzen und das dann nochmal größer abspeichern. Aber für jetzt soll uns das genügen. Ich mache das nochmal zu, nicht speichern und öffne jetzt nochmal unsere PSD-Datei. Ich mache jetzt mal einfach eine auf. Die ist ja jetzt in A4. Was denn jetzt, wenn ich eine kleinere brauche? Ja, wir haben Photoshop, gar kein Problem. Ne? Deswegen gehe ich einfach Command-N oder Datei neu und kann mir hier jetzt entweder meine Datei selber einstellen oder unter Druck finde ich natürlich noch ganz viele andere, die ich hier machen kann. Kannst du einmal durchgucken oder wie gesagt, kannst es direkt selbst einstellen, was auch immer du hier haben möchtest. Dieses US Legal oder das sind alles so ganz normale Standardformate in den USA. Kann ich mir da rausnehmen oder hier Foto, ja, da kann ich auch eine Fotogröße erstellen. Wir könnten jetzt auch einfach mal bei Etsy reingucken, was die da für Größen haben. Das machen wir jetzt auch. Ich gehe mal einmal hierhin zurück und schaue noch mal hier in das Produkt rein. Und da steht schon, ne? Also 2:3 Verhältnis zum Drucken. Also 4x6 Zoll, 6x9 Zoll. Können wir mal eben erstellen. Ich zeige dir jetzt einmal, wie das geht. 6:9 Zoll machen wir mal. Gehen wir wieder zurück in Photoshop. Und ich gehe jetzt hier auf zuletzt verwendet 6x9 Zoll. Stelle das Ganze hier auf Zoll um. Mache 6 Zoll Breite und 9 Zoll für die Höhe. Und sehe zu, dass das wieder 300 dpi oder 300 Pixel pro Zoll hat und erstelle dann mein Dokument. Jetzt kann ich einfach die ganzen Dateien hier markieren. Ich habe die
Umschalttaste gedrückt und markiere alle meine Ebenen und ziehe die einfach hier rein. Und jetzt siehst du schon, was passiert, es passt nicht mehr. Ne? Deswegen müssen wir das Ganze natürlich anpassen. Also mache ich jetzt Command-T und gucke erstmal, wie weit ich das anpassen kann, bevor ich es wirklich verändern muss. Ne? Also die Idee ist ja, das Ganze nicht zu verändern oder nur minimal zu verändern. Ich stelle das hier wieder fest und mache es erstmal sehr viel kleiner, damit ich einen Überblick bekomme. So, und jetzt können wir das wieder anpassen. Und jetzt kann ich es auch hier ziehen, weil das trotzdem überall gleich sich vergrößert. So, und jetzt, ja, jetzt haben wir ungefähr dieselbe Datei. Jetzt passt die da oben nicht, ja. Also du siehst schon das Dilemma, was wir jetzt haben. Ich stelle es jetzt erstmal fest. Wir brauchen jetzt den Hintergrund, die Hintergrunddatei. Ich klicke da drauf, bin jetzt hier in meiner Ebenenpalette auf dem Hintergrund, mache Command-T und ziehe mir nur den größer. Ich versuche dann auch beizubehalten, den Ausschnitt beizubehalten, was mir natürlich nicht ganz gelingen wird. Ne? Erstmal so größer machen und dann ziehe ich das Ganze ein bisschen rüber, dass ich ungefähr den gleichen Ausschnitt habe wie in dem A4-Papier. Ja, ich glaube, da kann ich mit leben. Ich mache das jetzt mal kleiner, damit du sehen kannst, dass es ja zumindest ähnlich ist. Ne? Also gehen wir wieder auf den Navigator. So, und hier auch, damit wir eine bessere Übersicht haben. Ja, und du siehst, minimale Veränderung, kann man mit leben. Hier ist es ein bisschen angeschnitten, hier nicht. Dafür haben wir hier ein bisschen mehr weniger weißen Platz als hier. Ja, kann man mit leben, glaube ich. Abspeichern, 6x9. Und jetzt, ja, musst du das einfach für alle Formate machen, die du gerne verkaufen möchtest. Ja, ich hoffe, das Video hat dir geholfen und vor allen Dingen gezeigt, wie du jetzt deine Produkte erstellen kannst und du bist jetzt kräftig dabei, Produkte zu erstellen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht, auf den Like-Button zu klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.